Okay, ui. Ah, man muss doch öfter mal aus dem Ding raus. Das Schwert der Tugend leuchtet, als würde es dich grüßen, und zwar so hell, dass nicht sofort ersichtlich ist, dass noch eine andere Lichtquelle anwesend ist. Die glänzenden Goldflügel eines prächtigen Engels. Valiant champion of Golarion, allow me to greet you. My name is the Hand of the Inheritor, and I am the Herald of Iomedae, the Lightbringer. Anschließend geht der Engel vor dir auf die Knie, wobei seine enorme Gestalt Lügen straft. I am only giving you the credit you deserve, valiant champion. We have much to discuss, champion. You must have many questions for me, and I for you. First of all, I wish to say that I have come here to do what I can to help you. But also because I too need your help. But what I need most of all is an answer to a question that has been troubling me. What does your heart tell you? Conviction like that is what is needed to set hearts ablaze in righteous fury. I'm glad to see it in you. I hope my answer won't cause you to waver in your certitude. Listen, I cannot answer yes or no to your question, for it would not be an honest answer. Do not wait for me to say, here is the power bestowed upon you from on high, and this is the task you must complete. That will not happen. For my lady Iomedae, righteous queen of heaven, may mark a mortal with her blessing, but she would never seek to impose her will. Sometimes even I am not privy to her plans. I have come to you not at her command, but of my own accord. But I would recognize the light in heaven in any soul, and I see it in you. I can only guess how and why it was lit. Perhaps finding the answer to this question is a trial you must undergo. Most certainly, with great pleasure. But first, let's discuss the issues of the day. I'm sure we'll have time to talk after that. I sense astonishing power in you, akin to my own. But not just that. Many of Heaven's warriors fought the monsters of the World Wound, and among them there was one I especially cherished. My young comrade and friend, Loriel. Ah ja, der, was da irgendwie bei uns war, ja. He and his sister Targona crafted holy weapons, and exchanged them as a sign of loyalty and camaraderie. Loriel and Targona both disappeared in those dark years when we lost Drezen and the Sword of Valor. Even I failed to find any trace of my friends. But you carry an echo inside you, the memory of Loriel's sword. How did this come to be? Yes, I recognize this power as mortals recognize the voice of a dear friend. It's so sad to know I will never again see the one to whom this sword once belonged. But to see its light still shining in worthy hands gives me hope. Yes, that sounds like him. He loved mortals, and understood them better than many of us celestial warriors did. Or at least, he thought he understood them. But you say the vision visited you in the caves beneath Kanabres? I see now. The suffering of the first Crusaders, whose children were maimed by the demon's strange villainy, was a matter very close to Loriel's heart. For most of us, our only concern was defeating the demons. But Loriel wanted to protect mortals above all else. I think he went into those caves in search of the people who came to be known as
mongrels. But demons often use our virtues to hurt and torment. They turned a rescue mission into a deadly trap. They will pay for this sin and others. Forgive me for my outburst, and thank you for your story. At least now I know what fate my dear friend suffered. Many demons in the Abyss mimic the appearance of their repellent master, but I do not think it was a Darachni or a similar beast. I find myself reluctant even to utter this name under the skies of Golarion, but there is a monster who takes special pleasure in killing warriors of heaven. It's called the Echo of Discari, for it truly is an echo. Not a demon born of the Abyss, but an artificial creation of the Lord himself, wrought by him and several of his mortal followers. I sense his fetid mark in this tale. The Echo likes to strike by stealth, weaving an intricate web of lies and treason, and he despises everything connected to heaven and Iomedae. I am not in the least surprised that he hunted Lariel down. Okay. Alas, I do not know the names of traitors or the heroine. Lariel died shortly before the World Wound opened its mouth for a second time, devouring new lands. Many Crusaders disappeared in those dark days of chaos. The lists of the dead and missing were long. I assume the names of Lariel's companions were lost along with them. Perhaps those traitors are honored as fallen heroes today. I do. This story is not over, and I humbly ask for your help. I will ask for help not for myself, but for the righteous souls who may be in danger. Listen, I am going to reveal a secret to you that no Crusader has known before, except for the righteous Queen Galfrey. Aha, ein Geheimnis, so. The demons believe their control over the World Wound is absolute, especially at its heart, the corrupted lands near the Threshold Fortress. But this is not true. There, in that web of evil, lies an enclave of the forces of good, the last shrine of ill-fated Sarkoris. That place is called Pelura's Fall. The Shimmering Maiden is an Imperial Lord, our comrade and friend. She was able to conceal her temple from the eyes of the demons, and keep it hidden all these years, from the opening of the World Wound until this very day. The waterfalls that gave name to the temple have run dry, but not the bravery of those who stood guard when their nation fell. The servants of Pelura have an important mission. They explore the World Wound from the inside, looking for ways to close it once and for all and restore the lands of Sarkoris. They have risked their lives, forsaking all joys and rewards in pursuit of this goal, and they have been busy with their research for 100 years. Secrecy is their only protection. If that is lost, all the forces of the Crusader army will not be enough to protect the temple. I would not reveal this secret to anyone else, but the light of heaven is so bright in you that I cannot help but trust it. Moreover, I would like you to visit Pelura's Fall with me. There are two reasons for this. First, I am worried about the fate of our valiant allies, and I want you to meet them, champion. Second, I would like you to show them the light of Lariel's sword. As I mentioned, this sword was created by his sister Targona. She went missing at the same time as her celestial brother. We found no evidence of her death nor any other trace of her. But by touching the sword she made, the seers of Pelura might shed some light upon her fate. Please, help me in this task. My heart yearns to find my lost comrades, or to punish those responsible for their deaths. She is an Imperial Lord, a powerful angel, one of our most important allies, and my loyal friend. She is the mistress of the stars, and the mysterious light of the Aurora. Sarkoris was the land where Pelura was revealed with particular fervor, where her most important temples were located.
When the demons came to this poor land, the priests and devotees of Pelura accepted the challenge bravely. Many died protecting and healing their friends in the first years of the calamity. This saddened the shimmering maiden. Pelura boldly decided to intervene in the affairs of mortals, and used powerful spells to hide her main temple. Even the strongest of demons cannot find it. Pelura's Fall was once a great Sarkorian shrine. From the city of Iz and other lands, the burial barges of great chiefs would go there to set off on their last journey into the mighty streams of the Falls. But the temple was famous not only as a final resting place. Pelura is the patron of stargazers. Her servants possess celestial wisdom. In reading the stars, they discover the mysteries and secrets of the world. In times of old, people would seek their counsel on many different matters, and they were respected and honored throughout Sarkoris. Today, Pelura's Fall is not what it once was. 100 years of isolation has placed an unbearable burden on the shoulders of the stargazers and their guards. But they persevere, despite the hardships. You should meet these people, for you could not hope to find a better example of self-denial and resilience. Heaven's grief at their loss could not be any greater. L'Ariel and Targona were daring and merciful in equal measure, and relentless in fighting evil. They called each other brother and sister because one soul was used to create them. Yes, it happens. Sometimes an angel is made of many souls, or the essence of the upper planes. And sometimes, one soul can give life to several supernatural creatures. This was the case with Targona and L'Ariel. When the world wound opened, they were the first to go to the mortal's aid. Alas, heaven was in extreme upheaval after great Arodin died. When the evil mind of Arilu Vorlesh, paired with the will of cursed Discari, shook the foundations of the world, while the other angels and Imperial Lords were slowly waking up to the disaster that was unfolding by holding councils and getting bogged down in speculation. Targona and L'Ariel were already fighting demons, leading refugees out of the fallen Sarkoris, and trying to find out what had happened on Golarion, and how to deal with it. For what had happened was so monstrous, so extraordinary, that even Heaven did not know what to expect next. When Mendev answered the challenge of the Abyss and became the Kingdom of Crusaders, Targona and L'Ariel shared the hardships and glories of the First Crusade with their mortal comrades. And then they both disappeared. First L'Ariel, and then his sister immediately after. I was unable to search for them the moment I found out, for the world wound had just reopened and Drezen had fallen. It was a tremendous blow for everyone. By the time I was able to begin the search, the tide of chaos had swept away all traces of them. Only your arrival has shed some light on the sad fate of L'Ariel. As you wish, champion. Find me when you decide it's time to go to Pelura's Fall, for only I can transport you to the secret temple. So, okay. Diesen Wahnsinnsdialog. So, marschieren wir mal hier runter. Schauen wir mal. Hier irgendwie. Rasen noch. Was haben wir hier? Hauptmann Odan. Mit dem noch hin? Braucht irgendwas? Gehen. So. Okay. Ist hier so der Würgegriff. Okay. Ach, so noch. Ja, es ist riesig. Okay. War hier irgend Juwelenhändler?
Oder Hand der Erbin. Okay, was hat er hier? Hellhandschuhe und himmlischer Schutz. Muster. Limbim, was selbst verkauft und dabei. Okay. Follow my lead. Sehr schräg. Können wir mit Finien reden noch? Ja, irgendwas zu sagen. Okay. Schauen wir mal. Wir hier noch irgendwie ein bisschen das Gebiet jetzt schon erweitert haben. So, wen nehmen wir hier mit? Die Standard-Crew. Moment mal. Ja, hier nicht irgendwie Drachenjagd. Okay, die läuft. Mit dem anderen. Das war. Ist der ganz zurück. Ja, das ist aber fies, ey. Jetzt Zug. Okay. Kann ich nur mal kennenlernen ein bisschen hier. So. Okay, das haben wir. Aha, okay. Können trotzdem alles bewegen.
Sprechen wir mal. Hier 2 Tage. Also nochmal. Naja, Erfahrung für die Gruppe wieder. Save the last one for me. Okay. Schriese. Regel das. Oh, okay. Lann regelt das. You crossed the wrong mongrel. Okay. The light take you! Uiuiui, der hält schon viel aus, ey. So. Hier im Angebot ein Let's try this way. finaler Schuss, jawohl. Weltwissenwurf. Okay. As it should be. Moment mal. So. Ah, doch. Das hat sie. Hier? Ah ja, genau. So. Smile. The world's not ending just yet. Ready for anything? Speichern. So. That is not far. Gut. Bild verlassen. Sicher nicht mehr. So. Okay. Das wäre ein beschwerlicher Weg. Ich kann es aber mal abspeichern. I'll go ahead. Ah, gehen wir mal auf Ahnung. But how will they know I've arrived? Ah, okay. Eckt. Von allen Schriftrollen, die der Verwalter uns gegeben hat, wählt ihr diese ernsthaft? Ist euch gar nicht aufgefallen, dass das ein Problem sein könnte? Wie sollen wir jetzt unserem Mentor gegenübertreten? Das ist nur ein Zauber. Der nun, um es kurz zu machen, er wird uns gegen die Dämonen helfen. Wir wollen doch noch vor den Dämonen gerettet werden, oder? Oh, anscheinend haben wir Verstärkung bekommen und es ist niemand Geringes als der Kommandant. Wir sind Kreuzfahrerkommandant, die Knappen von Sir Alfred Kommandant. Er wird in Kürze hier sein, wenn er mit der Inspektion der Stellungen fertig ist. Wir bereiten uns auf eine Schlacht vor. Ja, okay. Hm.
Diskutieren gerettete Gefangener Kanabres. Wir haben sie heldenhaft befreit. Aber es gibt ein Problem, die, von denen sie gerettet wurden, verfolgen uns jetzt. Darum hat uns einfach beschlossen, eine Verteidigungsstellung zu errichten und zu kämpfen. Wir versuchen, uns auf die Schlacht vorzubereiten. Ah, da ist tatsächlich einer. Ah. Okay. Er ist hier und hat sich beeilt, um vor euch zu erscheinen. Bitte meine aufrichtigen Grüße dem Ritterkommandanten des 5 Kreuzes und dem Helden der Schlacht um Kanabres und Drezen. Euch zu treffen ist mir eine große Ehre. Ich bin Sir Alfred, ein treuer Anhänger der göttlichen Ehrmedee, Ritter, Edelmann und Kreuzfahrer. Diese jungen Männer sind meine Knappen und wir... ja, also, was ist das? Ja, bevor wir aus der Garnison aufbrauchen, übergab uns der Verwalter, ein Arkanist, eine Schriftrolle, die eine Dämonenfalle erzeugt. Wir haben beschlossen, dass nun der beste Zeitpunkt wäre, sie einzusetzen. Diese sich findenden schlängelnden Greifer können einen Dämonen unverrückbar festhalten. Ja. Wir haben die Frage geklärt, die mich wenden wir uns nun dringlich in die. Sagt mir knapp, habt ihr den über ernste Lage in Kenntnis gesetzt? Ja oder nein? Ich erinnere mich nicht. Ich denke. Und nicht zu hart über diese jungen Männer. Der Mangel an Gewissenhaftigkeit ist ihnen nicht vorzuwerfen. Sie sind einfach. Sie haben die Kunst des Krieges noch nicht gemeistert, die Wichtigkeit der Disziplin noch nicht erkannt. Irgendwann werden sie der Stolz der Kreuzfahrertruppe sein, da bin ich ganz sicher. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die sterben, aber okay. Anscheinend halten diese Jungs wie ihrem Anführer wie euer Jacka. Der Assima muss ein guter Mentor sein. Ich würde nicht so rasch Schlussfolgerungen ziehen. Die Loyalität von Soldaten fußt entweder auf kompetenter Führung oder ist ein Zeichen dreister Duldung. Und was den Ritter Jacka angeht, so würde ich ihn als gute Pflanze in schlechter Erde bezeichnen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, welche Früchte diese Pflanze tragen wird. Ich werde euch selbst informieren, Kommandant. Uns verfolgt wirklich ein Monster, aber es ist kein Dämon. Es ist etwas noch abstoßenderes und unnatürlicheres. Ein Demodand. Die Einschätzung als ausgesprochen übel trifft es recht gut. Mein Knappe und ich haben sein Versteck angegriffen und mehrere Gefangene befreit. Dieses Ding in den Abyss zehren. Dieses Ding in den Abyss zehren wollte. Aber jetzt ist das Monster hinter uns her. Ich schätze, es wird in etwa einer halben Stunde eintreffen. Wir wollen kämpfen. Es wird mir eine Ehre sein, an eurer Seite, so bereitet euch bitte vor, denn in Kürze werden wir Demodand hier eintreffen. 33 Minuten später. Kann man vorstellen, dass irgendwas lächerliches. Oh, okay. Übler Demodand. Die Kreatur, die vor dir auftaucht, sieht fremdartig und abstoßend aus, selbst für jene, die die Abscheulichkeit der Weltenwunde bereits gewohnt sind. Ausgesprochen übel ist eine passende Beschreibung. Ihr Fleisch scheint zu kochen und zu schmelzen und lange dunkle Auswüchse verschieben und dehnen sich fortwährend darauf. Ein Sterblicher mit dem Blut des Himmels, ich erkenne euren Geruch. Ihr wart es, der in mein Versteck eingebrochen ist und mein Opfer für meinen Meister gestohlen hat. Dafür werdet ihr selbst zum Opfer werden. Ihr und alle, die bei euch sind. Versucht ihr etwa, mir mit euren mickrigen Waffen zu drohen? Sie würden mich kaum ankratzen, aber ich kann euch zerquetschen wie eine Made. Das Monster nicht nur wir stehen gegen euch, unser Held und Anführer ist an unserer Seite. Fürchtet euch, Monster, denn die letzte Stunde eurer Schuckereien im Lande Golarion ist gekommen und versucht nicht, mich zu bedrohen mit eurer Macht, eurer Unbesiegbarkeit oder diesen Ritter widerlichen Anhängseln. Irgendeine Stärke eines wahren Ritters liegt nicht in den Schildschild. Mein Schwert ist bla 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 bla. Ich glaube es. Was macht er? Yet another obstacle.
Okay, stell dich einfach mal genau in den Gegner rein. So. Die kann man jetzt nicht mehr an... Oh, doch, anchargen kann man. Nice. Ja, okay, das merkt er, glaube ich. Vielleicht vormachen können, aber egal. Next. Bisschen zu weit, aber gut. Da. Wie schaut's auf der Demoralisierungsfront aus? Eieiei, der Knappe. Wir werden so sterben. Lann, erledigen Sie das hier. You won't survive me. Oh, komm. Doch noch. Da. Gut. Auch nochmal einen ziehen hier. So. This will hurt. Kneel before me. Ja. So, okay, jetzt müsst ihr einmal treffen. Tut er noch. Regil ist da. Into the fray! Wie viel? Wie viel? 233. Okay. Okay, jetzt ist ein Range und erfolgreich. Echt, der Darren kann echt alle demoralisieren. Oh, Lann. Jetzt wird wieder Zeit für Bogen-Action. Endure this. Mal einmal zumindest. Ja, gut. Was für AC hat der eigentlich? 20, okay, das muss man mal halt auch treffen. Ja. Ich will ja jetzt für den noch keine Zauber rausballern. I'll cut you wide open. Irgendwie. Warte. Haben wir hier irgendwas im Feuerball? Ne.
es. Ja, probieren wir es mal. Ja, war klar. Und wie viel? Auf 1. Okay. Regel, hau ihn bitte kaputt, ey. Oh, gar keinen. So. The inheritor, guide my blade. Voll. Dahin. Das macht er, was er immer am besten kann. Erfolgreich, nice. Make every strike count. Ah, endlich. Na, also, gut. Ich danke euch für eure Hilfe, Kommandant. Ja, der ist ein bisschen angeschlagen, würde ich mal sagen. Und noch mehr danke ich euch für den Takt und die Rücksicht, die ihr an den Tag gelegt habt. Ich habe bemerkt, dass ihr mit den Knappen mitgespielt und ein bestimmtes Wort nicht erwähnt habt. Ein Wort, das mir großes Unbehagen bereitet. Herzliche Erinnerungen an ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit. Falls ihr es gestattet, werde ich das Thema nicht mehr erwähnen. Das übersteigt meine Fähigkeiten. Eine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Danke. Bevor Beil +4, na okay. Bevor er nun zu den Großtaten weiterzieht, die vor euch liegen, erlaubt mir euch ein kleines Geschenk zu überreichen. Ein bescheidener Ritter, welcher im Adel auch nicht entstammen mag, besitzt sicher nichts, das euch überraschen könnte, aber möge diese Gabe als Erinnerung an unsere Begegnung dienen. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Was für Waffe? Beil? Beil +4. Können wir dann unseren Zwerg geben vielleicht? So, wen haben wir denn hier? Knappe. Haben die irgendwas zu sagen? Nicht wirklich. I know the way. Interessante Begegnung. An. So kann man anscheinend Sachen aufdecken, oder wie? Interessant. Ah. Cool. Nein, hier bin noch rot. Müssen alle verschiedene verwalten? Echt? Okay. Die Kasse hat Einkommen an Geldmittel um 200, falls es in der Festung keine Gebäude, die eine
Mittel. Okay. Das ist natürlich ein Plot-Twist. Hier kann man ja richtig... Ist da hier echt das? Oh mein Gott. Echt so jedes Ding kann man hier upgraden. Wir wollen auch nicht zu den Liberativen. Wir wollen hier hinmarschieren noch die letzten 9 Stunden. So. Immer auf halbem Begegnung. Und das ist noch ein Gegner von Latz jetzt. Ah ja, okay. Das schaut mysteriös aus. Abgespeichert haben wir. Ein paar Häschen noch. Aber die heben wir uns auf für Sonntag dann. Oder eben für die nächste Episode. Weil diese Kämpfe werden sicher länger noch werden. Für heute ist wieder genug. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Speak with your actions, not your words.